Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für Brötchen, gefüllt mit gegrilltem Fleisch und Krautsalat. Dafür kümmern wir uns als erstes um das Fleisch. Ich habe hier 600 Gramm Schweinerücken. Alternativ geht das aber auch wunderbar mit Schweinenacken. Zunächst schneide ich 4 ungefähr gleich große Stücke bzw. Steaks. Danach mit der geriffelten Seite eines Fleischklopfers ganz leicht flach klopfen, alle Steaks anschließend in eine Schüssel geben und jetzt kommen die Gewürze dazu, einen Teelöffel Salz sowie Zucker, dann noch je einen Teelöffel süßes Paprikapulver, Thymian, Knoblauchpulver und Zwiebelpulver und zum Schluss noch einen Teelöffel Pul Biber, das sind scharfe Paprikaflocken, weit verbreitet in der türkischen Küche. Gewürze und Fleisch jetzt einmal gut miteinander vermengen, sodass alle Steaks gleichmäßig mit einer Gewürzschicht bedeckt sind und dann kurz zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um den Krautsalat. Da habe ich einen kleinen Spitzkohl hergenommen, ca. 750 Gramm, den Strunk herausschneiden und den Spitzkohl anschließend in dünne Streifen schneiden, die Spitzkohlstreifen in eine Salatschüssel geben, eine gute Prise Salz sowie Zucker dazugeben und anschließend einmal richtig schön durchkneten. Das dauert so circa 2 bis 3 Minuten. Dann sollte der Spitzkohl anfangen, Flüssigkeit zu verlieren. Jetzt können wir aufhören zu kneten und den Spitzkohl mit einem guten Schuss Essig sowie Öl, 150 Gramm Creme fraiche und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Anschließend alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten und Gewürze gleichmäßig verteilen können und den Krautsalat bis zum Anrichten zur Seite stellen. Danach braten wir das Fleisch an. Dafür könnt ihr den Grill anschmeißen oder eine Grillpfanne auf dem Herd erhitzen, die Pfanne richtig schön heiß werden lassen, etwas Öl hineingeben, dann die Steaks nebeneinander in die Pfanne legen und jetzt von beiden Seiten jeweils 3 bis 4 Minuten anbraten, die Steaks anschließend einmal wenden, von der anderen Seite zu Ende braten und anschließend aus der Pfanne heben und ebenfalls kurz zur Seite stellen. Solltet ihr die Steaks wie ich nacheinander braten, am besten zwischendurch einmal die Pfanne auswischen, danach erneut etwas Öl hineingeben und die restlichen Steaks wie gesehen zu Ende braten. So sehen die fertig gebratenen bzw. gegrillten Steaks dann aus. Und jetzt können wir auch schon anrichten. Dafür nehmt ihr euch jetzt ein Brötchen her, die Unterseite mit einem guten Esslöffel Krautsalat belegen. Dann kommt eins der angebratenen Steaks obendrauf. Als nächstes nochmal etwas Krautsalat. Dann gehackten Schnittlauch für die Garnitur und zum Schluss die Brötchen-Oberhälfte. Anschließend wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.